Klaus trifft Frauenfußball. Gespräche und Interviews. Respektvoll, informativ, cool. Viel Spaß mit meinem Gast. Herr Klein, Sie sind von der Fußbalance Klein. Das ist eine kleine, ja, sagen wir mal, Firma, die sich dem Sport verschrieben hat und der Füße und der Schuhe. Und vielleicht sind Sie mal so nett, bevor wir auf das richtige Thema einsteigen, Ihre Firma mal vorzustellen, was Sie alles so machen. Ja, erstmal schön, dass wir jetzt zusammenkommen. Freue ich mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dirk Klein. Ich bin Orthopädie-Schuhmacher in der 3. Generation. Und wir haben ein Geschäft im Kölner Norden, Orthopädie-Schuhtechnik Klein, Fußballons. Und die Idee des Namens ist auch eigentlich so ein bisschen die Philosophie, über die Füße einen Balance zum Körper kriegen oder auch in die andere Richtung. Ja, wir machen halt klassische Orthopädie-Schuhtechnik von der Einlage bis zum Maßschuh. Aber die Einlagen sind bei uns ein ganz großes Thema. Und da ich selber auch sehr gerne Sport mache, ich bin ein bisschen was im Triathlon zu Hause, da ist der Weg nicht weit, auch die Füße und die Beine sich mehr in der Bewegung anzugucken. Da haben wir 2 Ganglabore, 2 Maßräume, die was größer sind, wo man auch eine 6 und eine 12 Meter lange Gangstrecke hat. Und da schauen wir nach, wie das Gehverhalten ist und zum Teil Laufverhalten auch ist. Und dementsprechend werden dann Einlagenversorgungen für Schuhe hergestellt in den verschiedenen Bewegungsrichtungen. Und darunter ist auch Fußball ein Thema. Und ja, das ist so. Ja, gut. Oh, okay, zum Fußball kommen wir gleich zu sprechen. Also vom Fuß oder ja von den Schuhen können natürlich verschiedene Schmerzen ausgehen, ne? Nervenschmerzen, die dann eben auch in den Rücken reingehen oder in die Knie. Und das wollen Sie damit natürlich dann auch ausschließen. Ja, also also der Fuß hat in der Regel den direkten Kontakt zum Boden, wenn man barfuß geht, dass er das natürlichste Gehen ist. Wir haben Schuhe an, in den meisten Fällen aus Schutz für die Füße. Und da gibt es ja schon ganz viele verschiedene Facetten. Es gibt Wanderschuhe, es gibt Laufschuhe, es gibt Fußballschuhe. Für verschiedenste Altersbereiche gibt es Schuhe und da auch nochmal Unterteilungen. Und da ist natürlich schon wichtig, dass man den richtigen Schuh trägt für die richtige Art und Weise, wie man sich fortbewegt. Aber wenn man dann Fehlstellungen hat oder Problematiken hat, ist es auch wichtig, dass man den Schuh noch, ich sag mal, aufpimpt, also dass man den auch verbessert, indem man da mit einer Schuheinlage arbeitet oder auch an den Sohlen was verändert, dass man dann den Schuh auch noch perfekter für die Person anpasst. Und das ist so unsere Idee hinter der Orthopädie-Schuhtechnik und hinter dem Versorgen von den Leuten. Okay, so, jetzt sind Sie auf Fußball gekommen. Sie sind mit Köln-West in Verbindung, mit dem Präsidenten dort, mit dem Herrn Nürnberg und haben dort ein Projekt mit begleitet. Das sind diese speziellen Fußballschuhe für Frauen, die hinter mir im Rücken auf dem Bild zu sehen sind. Was hat das alles auf sich? Genau, richtig. Also der Präsident vom SC West, der Kurt Nürnberg, der kam auf mich zu, schon ein paar Jahre länger zurück. Und da wurde so ein Sponsoring aufgebaut und mit ganz vielen lokalen Geschäften. Und das ist eine nette Geschichte, weil der Herr Nürnberg, der sehr lokal denkt. Und das spielt ja auch komplett in die Zeit, die wir jetzt so haben. Unterstützung bei uns in Köln sagt man Veedel, also im Stadtteil. Und da sind wir ganz gut vernetzt mittlerweile. Und jetzt kam die Idee auf, dass dann die erste Damenmannschaft, also das Problem ja immer dahin steht, mit Schuhen für die Damenmannschaften. Und da war der Kontakt zum SC West so stark, dass wir gehen mal ein Projekt an mit der ersten Damenmannschaft. Und da kam dann auch der Fußballschuh von Puma mit dazu. Einer der wenigen Fußballschuhe im Damenfußballbereich, der einen Spezialleisten hat, auf Damenfüße angepasst. Und dazu muss man sagen, dass halt die meisten Mädels bis vor kurzem halt immer in Männerschuhen gespielt haben,
Das gibt es in keiner anderen Sportart. Beim Tennis gibt es Damenschuhe und Herrenschuhe. Beim Wandern gibt es verschiedene Schuhe für schmalere Damenfüße, für breitere Herrenschuhe, Füße. Und das gab es bis dato aber beim Fußball nicht. Das hat sich jetzt geändert mit verschiedenen Herstellern. Und Puma ist einer davon. Und das war eine Sache, die wir dann ja gemeinsam gemacht haben. Ja. Was ist das Besondere jetzt an diesem Schuh? Was berücksichtigt der Schuh bei den Füßen von Frauen? Ich könnte mir vorstellen, die sind schmaler. Ja, natürlich sind die schmaler. Das ist so das Hauptkriterium. Die Leistenform verändert sich ein bisschen, was die Proportionen sind etwas anders. Die meisten Fußballschuhe waren einfach zu weit für die Länge des Fußes und dann konnte man die nicht vernünftig anschnüren. Wir hatten 15 bis 18 Mädels hier, ganz im Kopf weiß ich es nicht mehr. Und da haben wir die besagten Schuhe tatsächlich immer probiert, um die richtige Länge zu ermitteln. Und bis auf 2 Mädels, denen die tatsächlich zu schmal waren, haben die Schuhe überall sehr gut gepasst und die haben den Fuß halt eng umschlungen. Und die haben alle gesagt, oh, endlich mal ein Gefühl, ja, wie ein Strumpf, wie ein eng anliegendes, wie ein anliegender Schuh. Das fühlt sich super an und die waren alle sehr heiß drauf, den wirklich auch auszutesten. Ja, und das, also die Passform hat echt überzeugt. Über 80% war da auf jeden Fall, fast an die 90%. Nee, mehr sogar, dass die gepasst haben. Also außer 2 Mädels, die gesagt haben, es ist mir zu eng, die kaum reinkamen und dann hätten wir so einen langen Schuh nehmen müssen, dass das wieder nicht funktioniert. Der passt. Wichtig ist bei den Fußballschuhen, bei einem Laufschuh zum Beispiel, die müssen 1,5, 2,5 Zentimeter länger sein als der Fuß, weil der Fuß sich sehr stark streckt. Im Fußballbereich ist eher ein bisschen was kürzer. Da haben die meisten nur 1 Zentimeter Längenzugabe. Und das muss halt alles berücksichtigt werden, damit dann der Schuh auch noch vernünftig am Fuß sitzt. Und das ist halt gelungen. Früher hat der Schuhmacher, wenn man jemanden hatte im Dorf, der hat immer einen Daumen genommen und hat gesagt, jawohl, 8,5. Ne? Genau. So, genau. das ist dieser Zentimeter. Ne? Ja, es ist sogar ein bisschen was mehr. Meistens sind die Daumen so 1,82 Zentimeter breit. Das zählt immer noch, aber die meisten wenden es halt einfach nicht an. Also im Damenschuhbereich, im klassischen Schuhbereich haben fast alle Frauen die Schuhe zu kurz. Gut. So, jetzt haben Sie aber noch die Füße auch in diesem Experiment, will ich mal sagen, auch ausgemessen. Genau, wir haben ein paar Funktionstests gemacht. Einbeinstand, Kniebeuge, rechts, links, die Flexibilität der Muskulatur getestet und Stabi-Tests gemacht. Und da ist uns schon aufgefallen, dass denn da viele Sachen dafür noch optimiert werden können. Wir haben im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, wie viel Prozent oder wie groß ist der Anteil von einem Schuh bei der Verletzungsprophylaxe. Kann man natürlich gar nicht so ganz genau sagen, weil immer viele verschiedene Faktoren zusammenspielen, aber der Schuh ist schon zentral wichtig. Am Anfang der Kunstrasenplätze, da war ich mal bei einer Fortbildung in München und da gab es eine Studie, die belegt hat, dass die Verletzungen auf einmal stärker waren bei den Kreuzbandrissen, aber das war eine Studie mit männlichen Fußballspielern und dass da ein ganz großer Zusammenhang zwischen Schuh, Rasen und den Sportlern steht. Und da ist die Verletzungsanfälligkeit auch hochgegangen. Und das beim Damenfußball auch ein bisschen was anders, weil noch mehr verschiedene Faktoren damit einspielen. Aber in den Tests kam eigentlich raus, dass neben dem nicht passgenauen Schuh, den die Mädels ja bisher alle hatten, weil die waren alle zu weit, außer bei den 2 Mädels, wo der Schuh jetzt zu schmal war, dass auch viele körperliche Sachen einfach noch nicht ganz so fit sind. Ne? Die Körperspannung oder auch die Rumpfstabilität, die war noch nicht ganz so ausgeprägt, wie man sich das eigentlich vorstellt. 2 Mädels waren dabei, die sind auch oft Quereinsteiger. Ein Mädel kam aus der Leichtathletik, die hatte natürlich eine Rumpfstabilität sagenhaft, ja. Aber viele Mädels fangen auch immer mit Fußball an, die vorher gar nicht so sportaffin waren. Und da fehlen auch in den körperlichen Sachen oft die Körperspannung und
die Robustheit, das muss auch mit aufgebaut werden. Und diese Sachen sind halt dann da aufgefallen und die haben wir dann auch dem Trainerteam dann weitergegeben. Das sind natürlich auch tolle Gesichtspunkte, was Sie da noch rausfinden. Das wären ja wieder Dinge, die man den Trainern weitergeben könnte. Genau. Egal, ob das nun ein Kreisligist ist oder ein Profiverein, er würde noch mal eine Rückmeldung von Ihnen bekommen, woran es der Spielerin noch mangelt. Das wäre eine Zusatzinformation. Genau, also es ist ja, je höher die Geschichten gehen, dann haben die auch immer Athletiktrainer mittlerweile, im Herrenfußball schon in die niederen Ligen rein. Im Damenfußball ist das ja alles ein bisschen was hinterher, aber entwickelt sich ja auch ganz gut. Das ist so und da muss halt auch viel gearbeitet werden. Das müssen die auch wissen. Und das ist auch ein Teil der Verletzungsprophylaxe, dass da einfach die Muskelbänder und Sehnen auf diese Belastung, die dann auf einmal beim Fußballspielen dazukommt, vorbereitet werden. Aber wichtig herauszustellen für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, es wäre doch sinnvoll, mal zu jemandem zu gehen, der wie Sie Schuhe ausmisst, auch die Füße ausmisst und bei in so einem Lauflabor dann auch Schwächen der Muskulatur und so weiter feststellt. Genau. Ja, also bei uns in Köln ist das so, dass das in vielen Bereichen angeboten wird. Wir sind natürlich auch hier nahe an der Sporthochschule, das ist schon ein bisschen stärker ausgeprägt wie in anderen Teilen Deutschlands. Aber das sind Sachen, die auf jeden Fall sinnvoll sind für jede Art von Sportler. Ja. Für Fußball natürlich auch. Man muss wissen, wie steigt man in den Sport ein, was für ein Fitnesslevel hat man, wo möchte man hin. Also Ziele sind immer ganz wichtig. Und je höher die Ziele sind, je mehr muss man auch neben dem Hauptsport an dem Körper arbeiten, um Verletzungen vorzubeugen. Und dazu gehört halt ganz viel die Rumpfstabilität. Und das müssten Trainingseinheiten sein, die zu dem normalen Training im Fußball, das Kicken, ja, dazugehören. Und dann reicht es halt nicht aus, sich da vor dem Spiel 5 Minuten warm zu laufen und nach dem Spiel 2 Minuten eine Stange zu dehnen, sondern da gehört dann ein bisschen was mehr hin, dass man da mindestens mal eine Trainingseinheit hat, wo auch mehr auf diesen Bereich eingegangen wird. Oder, was noch viel besser ist, zusätzlich in der eigenen Motivation, weil man es auch für den eigenen Körper macht, dann noch Stabi-Arbeit macht. Okay, sehr interessant. Ich denke mal, das nehmen viele Mütter und Spielerinnen dann auch ganz gerne mit dem heutigen Tag. Jetzt haben Sie die Schuhe an, jetzt haben Sie die Schuhe angepasst, ist auch ein bisschen doof gesagt, aber Sie haben die Sohlen dazu gefertigt. War das viel Anpassungsarbeit, die Sie individuell dann machen mussten? Oder hat sich das auch dann irgendwie gleich? War das auch gleich an? Ja, also bei der Schuh hat ja eine Innensohle, die man rausnehmen kann und die man ersetzen kann durch individuelles Fußbett. Und bei den meisten Mädels war es dann schon so, dass da Kleinigkeiten aufgefallen sind. Die einen sind zu stark über die Außenkante gelaufen, die anderen klicken zu stark mit dem Rückfuß nach innen ein. Das muss man alles abwägen. Viele haben die Problematik, dass im Knie zu stark ins X-Bein kommen. Und das kann man natürlich schon probieren als ein Baustein von der ganzen Geschichte im Fuß, also im Schuh, fußnah, das noch auszubessern. Man muss sich das so vorstellen, man hat ja Hohlstellen am Fuß. Wenn man im Schuh ist, sind die nicht ausgefüllt, nicht abgefangen von den Einlagen, von den Standardfußbettungen. Und das kann man mehr oder weniger ausfüllen, jetzt laienhaft dargestellt, dass der Fuß da früher gegengehalten wird. Oder auch, was man auch kennt, dass die Leute ganz stark auf der Außenkante laufen, dass man da im Vorfuß außen den Fuß anhebt, um da mehr Stabilität reinzubringen. Es gibt ja das Thema, was auch eine größere Verletzungsgeschichte ist im Fußball, dieses sogenannte Supinationstrauma, dass die nach außen wegschlagen, Bänderrisse bekommen oder Dehnungen, Zerrungen, was auch immer von der Muskulatur, was damit zusammenhängen kann. Und da kann man schon auch mit einer Einlage gegenarbeiten. Ist immer eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Ja, jetzt hatten Sie X-Bein genannt. Frauen, ohne denen nahe treten zu wollen, neigen ja zu X-Beinen, Männer mehr zu O-Beinen. Und da kann man auch irgendwas gegen machen, dass dieser Faktor X-Bein so ein wenig minimiert wird. Also man hat es im Laufsport ganz gut, gibt es auch Studien zu, wo durch gezieltes Training
die Beinachse sich tatsächlich noch verändern kann, auch im höheren Alter. Ja, das hat auch was damit zu tun, dass man das Auge schulen muss, was gerade ist. Das geht ja meistens über Kameras, deswegen arbeiten wir mit Kameras. Die meisten wissen das gar nicht, dass sie so leicht ins X-Bein kommen und können dann aktiv schon dagegen arbeiten. Da kann man dann auch wieder muskelaktiv gegenarbeiten und denen wieder ein paar Tipps geben, dass dann über das Trainerteam weitergegeben wird und die setzen das dann um. Ja, das sind alles Sachen, die dann letztendlich zur Verletzungsprophylaxe beitragen. Und da kann man schon auch gegen arbeiten. Solange wir mit unserem Muskel arbeiten, können wir da auch, wir machen natürlich aus dem X-Bein nicht unbedingt ein O-Bein, aber wenn wir das X-Bein schon stabilisieren, dass die nicht noch stärker da reinfallen, und da ist immer die Frage, wo fängt das Übel an? Und oft ist das halt in der Rumpfmuskulatur, dass das Becken zu schwach ist, das Becken knickt ein, dadurch kommt das X-Bein. Und wenn man die Etage drüber, also überm Knie im Rumpfbereich stabilisiert, dann hat man da schon wieder einiges gewonnen. Das sind aber dann Sachen, die auch wieder mit Athletiktrainern besprochen werden. Das sind nur Sachen, die wir dann am Rande unserer Analyse mit erkennen und wo wir dann sagen, da sollte mal geschaut werden, da sollte mal geschaut werden. Wir können das mit dem Fuß mit beeinflussen, aber da muss auf jeden Fall auch noch von der Muskulatur unterstützt werden. Ja, es ist auch wieder ein wichtiger Punkt, dieser sogenannte Kuhwinkel, breite Hüfte, dann geht es schmal zusammen. Wenn man dann hochspringt als Torhüterin oder im Kopfballduell, wenn man dann landet und unglücklich landet, kann diese X-Bein-Geschichte dann zu einer Verletzung führen. Deswegen ein guter Aspekt, dass man da vielleicht gegenwirken kann. Jetzt sind wir mit der Form und mit dem Ausgleich der Einlagen soweit. Es gibt aber die Stollen. Dieser Fußball, viele Hersteller bieten jetzt auch verschiedene Varianten, Formen und Stollen an. Ist da auch was Besonderes bei dem Schuh? Also die Stollen sind nicht ganz so markant, wie das noch vor Jahren war. Die sind ein bisschen dezenter. Also man muss erstmal, warum sind die Stollen überhaupt am Schuh? Die Stollen sind am Schuh, damit man einen besseren Halt hat und nicht so schnell wegrutscht. Und dann muss man sich immer die Frage stellen, wie stabil darf das Ganze überhaupt sein? Das war auch die Problematik am Anfang, wo diese Kunstrasenplätze auch kamen. Da hat das so gut gehalten, dass die Verdrehungen dann vom Fuß her nicht mehr mitgehen konnten und dann halt die Gelenke kaputt gegangen sind. Ja. Und da muss man jetzt halt ein ausgewogenes Verhältnis hinkriegen zwischen genügend Grip, ja, aber trotzdem noch so viel Flexibilität, dass man halt den Fuß noch abrutschen kann und also Geschichten. Und die ersten Tests von den Mädels, die jetzt auf den Plätzen gespielt haben, die sind positiv, muss man ganz klar sagen. Jede empfindet das aber auch ein bisschen was anders. Das ist natürlich auch super individuell von Person zu Person. Aber so die ersten Erfahrungen, die jetzt da so zurückgetragen worden sind, funktioniert das sehr, sehr gut. Die sind halt nicht so markant, die sind nicht so groß und nicht so stark, die sind ein bisschen dezenter gehalten. Ich glaube, das ist ein ausgewogenes Verhältnis von Stabilität und trotzdem noch Flexibilität. Ist auch wichtig. Wir haben mal einen Schuh so ein bisschen untersucht und haben festgestellt, da sind ja richtige Klötze unten drunter, die jetzt wirklich dazu beitragen, dass du standfest bist, dass du einen guten Antritt hast, dass du gut abspringen kannst und so weiter und so fort. Berücksichtigen aber nicht, dass in gewissen Situationen, Ausnahmesituationen, der Fuß auch mal weg muss. Ne? Der darf den Schlag nicht mitgehen, ne? Oder er muss diesen Schlag mitgehen, Entschuldigung, sich nicht dagegen stemmen. Ne? Genau, so eine gewisse Rotationsfähigkeit muss halt noch gegeben sein. Genau, richtig. Gibt es dann einen Unterschied, Trainingsschuh, Wettkampfschuh? Gibt es da auch noch mal irgendwas empfehlenswert? Schraubstollen oder sind das alles Plastikstollen? Also in dem Bereich, bei dem Schuh war es jetzt fest montierte Plastikstollen. Da gibt es natürlich auch viele verschiedene Systeme. Aber lass mir erstmal dankbar sein, dass sich überhaupt Firmen mit dem Thema Damenfußballschuh auseinandersetzen und dass da eine Sache ist, die sich entwickelt. Ich glaube, da wird noch viel dazukommen. Der Markt ist bestimmt da und das Interesse ist groß und da wird die Entwicklung vorangehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber so als mal ersten Einstieg, verschiedene Hersteller bieten das jetzt an. Den Puma-Schuh haben wir jetzt hier mit SC West zusammen da
getestet. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Man muss es einfach abwarten, was da jetzt noch alles geschieht und was da passiert. Zu wünschen ist halt nur, dass jetzt auch die Nachfrage in den Sportgeschäften so groß wird, dass die den Markt auch wahrnehmen, dass nicht halt die Mädels jetzt den Schuh von dem Lieblingsspieler männlicher Gattung kaufen, sondern dass sie auch mal ganz klar für den Damenfußballschuh nachfragen. Und dann wird sich die ganze Situation weiterentwickeln und besser werden. Trainingsschuh, Spielschuh, das ist natürlich auch noch so ein Thema. Wo trainieren die Mädels überhaupt? Ja, haben die alle Kunstrasenplätze, wo die drauf trainieren können? Oder haben die zum Teil auch noch Training auf Rasen oder Training auf einem Ascheplatz? Ne? Also die Gegebenheiten, die sind auch nicht überall so 300% clean, dass die immer auf dem Kunstrasenplatz spielen dürfen. In vielen Vereinen ist die erste Herrenmannschaft immer noch ein anderes Thema als die erste Damenmannschaft. Beim SC West ist man da zumindest gut unterwegs und es steht da komplett hinter dieser Damenmannschaft, dass die auch viele Spielzeiten auf Kunstrasen haben. Das ist schon ein großer Vorteil. Das kann aber gar nicht jeder Verein gewährleisten. Jetzt haben Sie einen ganz tollen Punkt angesprochen, Informationen. Jetzt hat der SC West, der hat das jetzt ins Leben gerufen, sage ich mal. Der hat sich drum gekümmert. Wir beide sprechen jetzt darüber. Aber wie bekommen wir das Ganze so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit? Gut, wir haben bestimmte Klickzahlen, Zuschauerzahlen, aber es muss eigentlich mehr rumgetragen werden, dass es sowas gibt, ne? Auch ins Bewusstsein dann eindringt. Genau, richtig. Das ist eine Sache, die wie immer am leichtesten natürlich geht, wenn das von oben herabkommt. Ne? Also wenn das im Profibereich, im Profifußballbereich der Damen gelebt wird, ja, die leben das vor und dann wird sich das runterziehen in die Mannschaften bis in die Jugend rein. Das ist in allen Bereichen so und da kann man nur hoffen, dass das da auch angenommen wird und dass da thematisiert wird und die Berichterstattung vom Frauenfußball, die entwickelt sich ja immer weiter. Das ist eine Sache, die dann halt von Journalisten weitergetragen werden muss. Aber das Wichtigste finde ich am Endeffekt, dass das die Mädels untereinander machen. Ne? Dass sie sagen, jetzt auf, guck hier, was ich hier anhabe, mega, musst du auch mal ausprobieren, total interessant. Guck mal, das ist einfach top. Und dann geht das wie ein Buschfeuer. Ne? Die sind ja auch alle gut vernetzt und das ist, glaube ich, eine Sache, die schnell eine Runde macht. Und viele Mädels haben halt die Problematik, weil die einfach schmalere Füße haben. Das ist einfach so. Da sprechen Sie wieder was an. Spielerinnen sind vernetzt. Sie müssen im Prinzip dieses transportieren an Freunde, Bekannte, andere Vereine, die Idee dann in den Vereinen anregen. Können wir nicht auch mal sowas machen? Können wir nicht auch mal unsere Füße vermessen lassen, anpassen lassen an die Schuhe? Genau. Ich denke mal, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, eine Sache noch, was die Zuschauer interessieren wird, was kosten so ein Paar Schuh? Was der Schuh im regulären Vorkauf kostet, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ist bestimmt auch ein bisschen was unterschiedlich je nach Händler. Okay. Also ich kann Ihnen zu den Einlagen was sagen. Ja, die Sporteinlagen, wenn es super individuell ist, über eine große Analyse, die kosten auch schon mal bis zu 250 €. Das sind dann muskelaktivierende Fußballeinlagen, Sporteinlagen. Das ist dann auch schon wirklich ein großes Invest für die Geschichte, aber da kann ich Ihnen ganz klare Sachen zu sagen. Aber die Schuhe meines Wissensstands ist das knapp unter 100 €. Ich glaube irgendwas um die 90 €, was die Schuhe kosten. Es ist immer noch günstig, finde ich sogar. Also wenn man das vergleicht mit dem Laufsport, da kosten die Schuhe mittlerweile bis zu 180, 210 €. Da sind noch ganz tolle Materialien verarbeitet. Aber auch wenn dieser Schuh 120 € kosten würde, wenn er denn passt, wenn er denn von der Passform her gut ist, dann man guten Halt in dem Schuh hat, ist das auch das Geld wert. Man muss sich das so vorstellen, wenn man einen zu lockeren Schuh hat, ist das ungefähr so, als ob man mit einer Sandale Fußball spielt. Ja, das macht gar keinen Sinn. Man muss einen festen Halt am Fuß haben und die Schnürlänge, die gibt das nicht immer her, dass da ausreichend Platz für da ist.
Deswegen ist es wichtig, dass ein Schuh passt. Und dann ist, glaube ich, um die 100 Euro ein sehr, sehr guter Preis. Jetzt noch eine letzte Frage. Wenn man über Einlagen spricht, die Krankenkasse, will die denn dann einen Teil davon übernehmen oder macht die das nicht? Also wenn das vom Arzt vorgegeben ist, dass da anatomische Probleme sind, dass da was gemacht werden muss, dann ist das durchaus möglich, dass man da mit einem Rezept kommt. Die Krankenkasse ist grundsätzlich dafür da, für die Alltagsschuhe zu versorgen. Bei Sportschuhen muss man dann gucken, wie das aussieht, ob diese Einlagen da kompatibel sind. Aber in vielen Bereichen sind die Krankenkassen mittlerweile ja auch dazu, oder der Weg der Krankenkassen ist ja auch zur Gesunderhaltung. Und wir wollen ja alle, dass die Leute sich mehr bewegen. Deswegen ist es für die meisten Krankenkassen auch kein Problem, wenn man Einlagen für Sportschuhe macht. Okay, ja, Herr Klein, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen in Ausführungen. Wir haben alles Wichtige soweit besprochen. Fragen werden sicherlich noch auftauchen, wenn das Video dann im Netz steht. Äh, Schön wäre es, wenn Sie es vielleicht mal weitergeben könnten. Vielleicht kann man sich mal mit Spielerinnen unterhalten, um deren Erfahrungswerte mal abzufragen. Hätte ich gerne weitergeben und dann bin ich mir sicher, kommt der Herr Nürnberg auf Sie zu. Und da bedanke ich mich auch ganz herzlich, dass der Herr Nürnberg das auch sofort in Angriff genommen hat, dass er uns in Kontakt gebracht hat. Ja, das Gespräch war wirklich, ist, glaube ich, Gold wert. Es ist eine Ergänzung zu allen anderen Mosaiksteinchen, die zu einer Verletzung beitragen, die Schuhe. Und vielleicht können wir es ein bisschen minimieren. Dankeschön, Herr Klein. Sehr gerne. Vielen Dank. Bitteschön.